Heute der große Vergleich Campstar versus Vanstar. Ja, einige 1000 Euro trennen ja die beiden, ganz andere Systeme. Das eine für den einen, der, ich sag mal, im Camping etwas mehr machen möchte, mit eingebauter Küche und 2 Schlafplätzen für jeweils 2 Personen. Und hier haben wir, ich sag mal, ein günstiges Fahrzeug mit Aufstelldach. Hat auch schon eine Kochmöglichkeit mit drin, aber natürlich nicht mit Küche, nicht mit Wasseranschluss. Also ich sag mal so ein bisschen wie man das kennt bei Volkswagen, der Beach. Und dann das nächsthöhere Modell mit etwas mehr Ausstattung. Ja, Vanstar bedeutet, sie haben jeweils das gleiche Aufstelldach. Der Vanstar allerdings reduziert. Er ist quasi ein Van, der Citroën Space Tourer, mit allerdings drehbaren Sitzen, die wir jetzt auch schon mal gedreht haben. Hier mit Schaltgetriebe sogar und mit Aufstelldach. Also hier habe ich dann eine Bank, die kann ich noch mal hin und her schieben, wie ich das brauche. Ich kann sogar die Sitzneigung noch mal verstellen, kann das umklappen. Habe also einen richtig tollen Van. Habe sogar eine kleine Kochmöglichkeit hier hinten. Die ist mit eingebaut, denn das Fahrzeug hat nämlich auch einen Landstromanschluss und kann natürlich auch als Wohnmobil dann auch zugelassen werden mit Kochmöglichkeit. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, die Sitze auf einem Schienensystem, wie das hier unten ist, dann hin und her zu bewegen. Insgesamt kann ich dann nochmal 3 Sitze einbauen. Das heißt, ich kann also einen echten 8-Sitzer aus dem Fahrzeug machen und habe dann oben das Aufstelldach, was wir uns gleich mal angucken können. Ich habe das soweit mal vorbereitet. Hier ist der Landstromanschluss, 230 Volt. Der ist integriert und der Tank. Ja, oben habe ich dann das Aufstelldach und habe dann ein sehr unauffälliges Fahrzeug im Alltag. Genauso wie natürlich der Campstar. Aber den schauen wir uns gleich mal an, der dann doch ein bisschen anders ist. Der Campstar, wie er hier steht, 56.386 Euro, 177 PS, also schon ein bisschen voller ausgestattet mit großer Audioanlage und. Webasto-Heizung, 495 cm lang, also knapp unter 5 Meter, unter 2 Meter, 1,96 Höhe und die Breite 1,92, 2,6 Tonnen wiegt das Fahrzeug. Also hier habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, bis 3,5 Tonnen. Das ist die Ausstattung. Und ja, zunächst mal zum Vanstar. Das hier ist ja der Campstar. Auch in einer etwas anderen Farbe, wobei das Weiß steht dem Vanstar auch recht gut. Hier habe ich mein Aufstelldach mit drin. Habe meine drehbaren Sitze. Wir haben jetzt mal beispielsweise den Beifahrersitz mal gedreht. Und habe dann die Möglichkeit, hier den Stehbereich zu erweitern, indem ich einfach hier hochdrücke. Ich gehe noch mal kurz raus. Dann sieht man jetzt, kann ich also komplett stehend mich auch umziehen im Auto, kann also mich auch freier bewegen, habe also nicht mehr das Dach so tief jetzt an der Stelle, sondern das geht stark nach oben. Hier ist noch ein Gitter mit drin, ein Netz, kann ich dann auch noch Sachen verstauen. Und wenn ich dann schlafen möchte, kann ich das hier einfach runterziehen und habe dann meine Schlafmöglichkeit, eine ganz dünne Matratze allerdings und ein Tellersystem noch mal drunter. Das kann man noch mal verbessern, indem man hier natürlich noch mal eine Schlafauflage drauflegt, ein Topper oder sowas, wie man das kennt. Hier habe ich dann Fenster an der Seite. Ich habe also einmal 2 Möglichkeiten, Luft reinzulassen. Das sind jetzt Fliegengitter und dann habe ich die Möglichkeit, und auch wieder zuzumachen. Und hier ist ein reines Fenster mit einem einer Kunststofffolie nach draußen, wo ich dann auch offen lassen kann und es zieht dann nicht rein. Ja, das Ganze kann dann oben verriegelt werden. Ich habe dann hier die Verriegelung mit drin. Und wenn ich dann nicht mehr schlafen möchte, dann drücke ich das Ganze hoch. Natürlich während des Tages kann ich die Auflagen drauf lassen. Aber zur Fahrt, wenn ich das Dach wieder schließen möchte, dann muss ich tatsächlich dann alles runternehmen, sonst geht das Dach nämlich nicht mehr richtig zu. Ja, das sind dann die Sitzplätze.
Also das ist der Vanster. Hier ist das Cockpit. Den Space Tourer gibt es ja jetzt auch schon seit 2,5, 3 Jahren. Und erfreut sich großer Beliebtheit, weil das Fahrzeug doch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gegenüber einem Bulli natürlich viel günstiger ist. So, kommen wir zum Campstar. Sie haben es jetzt gerade eben gesehen. Also das ist dann die reine Van-Version und jetzt kommen wir zum Ausbau als Wohnmobil und hier wird dann auch alles ein bisschen anders. Hier habe ich dann eine Küche mit drin. So sieht sie aus. Da ist dann meine Schlafbank, also keine Einzelbank mehr, die ich auch verschieben kann. Die kann ich umklappen und kann dann diese Bank komplett zur Schlafbank gestalten, wenn ich unten schlafen möchte. Ich kann aber auch die Bank einfach so lassen, wie sie ist und kann oben schlafen. Was natürlich gerade für 2 Personen besonders praktisch ist. Dann kann ich nämlich oben die ganzen Bettauflagen drauf lassen und brauche nicht jedes Mal rumräumen, habe also quasi 2 Schlafplätze mit drin. Ich mache euch ja gleich mal die Sachen mal auf. Guckt mal hinten rein. Oben das Aufstelldach, also wie beim Vanster quasi, aber hier hinten sieht man jetzt auch schon, das ist die Verlängerung vom Bett. Wenn ich das Ganze also jetzt umklappe, dann habe ich die komplette Liegefläche dann. Das Ganze geht auch ruckzuck. Jetzt muss ich das Bett nur kurz ausbauen. Drunter habe ich dann nochmal richtig viel Platz. Hier habe ich dann Stauräume nochmal. Dort. Daneben ist eine Serviceklappe. Hier ist ein Stauraum mit Sicherungskasten. Ist übrigens auch im Alltag recht gut zu verwenden. So einen kleinen Einkauf reinmachen. Und hier ist dann nochmal ein Kleiderschrank drin. So, das Fahrzeug gibt es dann nur in der Ausstattung. Das ist dann ein 4-Sitzer. Ich gucke mal gerade noch mal rein. Da ist er mit 2x Isofix. Und hier vorne habe ich dann die Kühlbox. Kompressorkühlbox. Geht bis hier vorne runter. Da habe ich mein Elektrikmodul. Und die Webasto Standheizung, wenn es dann mal kalt wird, die ist hier eingebaut, optional. So. Flammenkochfeld. Eine Spüle mit drin. Die Tanks sind hier unten drunter. Hier habe ich dann meinen Tisch. Den kann ich auch entriegeln, um an die Schränke ranzukommen. Das können wir uns gleich mal angucken. So, einmal dort. Und hier habe ich dann die Schränke, die ich dann benutzen kann für Geschirr. Da ist eine kleine Schublade für Besteck. Gut, wir sind ja in einem kleinen Fahrzeug und hier haben wir die Sitze bereits gedreht. Automatikgetriebe hier mit drin, großer Motor, Multimedia-System eingebaut, also wie man das kennt. Head-Up-Display ist hier mit drin. Da ist der Gasflaschenfernumschalter mit eingebaut. Und die Küche kann man übrigens rausnehmen. Das ist also auch ein nettes Detail. Das kann ich euch gleich mal von der anderen Seite zeigen. Vielleicht zeige ich euch gerade mal nochmal das Bett. Hier ist das Bett. Das ziehe ich einfach runter. Und dann habe ich hier mein großes Doppelbett, was also 2 Meter auf 1,30 Meter ungefähr hat. Das gleiche übrigens auch mit den Fenstern. Also ein erweitertes Konzept von Vanster hier. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Da ist das Kochfeld, das kann ich auch rausnehmen, wenn ich das im Alltag nicht brauche. Kann nur sein, im Winter brauche ich es nicht.
Fahrzeug hat tatsächlich 2 Seitentüren, was bei Volkswagen unter anderem ja schon aufpreispflichtig ist. Und hier sieht man die Verlängerung. Das Ganze steht also hier auf so einer Konsole. Die Konsole kann ich rausnehmen, kann das hier verbinden, kann es verlängern. Das ist hier angeschlossen und kann dann die Gasflasche auch bequem an die Tanks ran, wenn ich die befüllen möchte. Ansonsten im Alltag hätte ich dann, wenn ich Kinder habe, dann eine zweite Tür, wo ich die Kinder auch mal auf der Fahrerseite rauslassen kann, wenn ich zum Beispiel so halte, dass sie zur Fahrerseite aussteigen müssen. Hier steht er. Der Campstar, Modelljahr 2021 im Vergleich zum Vanstar. Die Gegenüberstellung, wir sind bei Glück in Sulze-Moos. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir mal so einen Einblick geben in die 2 verschiedenen Konzepte von Pössl. Tschüss!